Well, how is everyone doing? Wie geht es Ihnen heute Morgen? Euch? I am so excited to see the outreach going on in Germany. Ich bin wirklich begeistert, wenn ich davon höre, was hier in Deutschland an Missionsarbeit gemacht wird. It sounds like there is really revival going on. Es klingt, als wenn wirklich hier eine Erweckung im Gange ist. What I had heard was very negative about Europe in general. Was ich allgemein über Europa gehört habe, war doch recht negativ. Is that people aren't as committed anymore? They don't believe in the spirit of prophecy. There's a lot of things that I've heard about Europe. Ich habe eine ganze Menge gehört über Europa. Die Leute glauben nicht mehr an den Geist der Weissagung und es fehlt so diese Hingabe. But now that I've actually been here, Aber jetzt, wo ich tatsächlich hier bin, I can say that there are 7,000 that have not bowed the knee to Baal. kann ich sagen, da sind 7.000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. God has his people in every country. Gott hat seine Leute in jedem Land. And there are people that are hungry for the word of God. Und es gibt überall Menschen, die wirklich nach dem Wort Gottes hungern. What I'm going to share today Das, worüber ich heute sprechen möchte, is perhaps the clearest illustration I can give you of conversion. ist vielleicht das deutlichste Beispiel, was ich euch geben kann, das deutlichste Bild darüber, wie eigentlich eine Bekehrung vor sich geht. And I learned it from a 15-year-old. Und diese Lektion habe ich gelernt von einer 15-Jährigen. Before we begin, I want to have a very special prayer. Aber bevor wir hier gemeinsam beginnen, möchte ich ein ganz besonderes Gebet sprechen. And I just ask that you would bow your heads with me while we kneel up front. Und ich möchte euch bitten, einfach nur euer Haupt zu neigen, während wir hier vorne niederknien. Loving Father in heaven, Unser liebevoller Vater im Himmel, you are the only reason that we are here. du bist der einzige Grund, dass wir hier sind. And I just pray that you would change my heart Und ich first, möchte einfach darum beten, dass du als allererstes mein Herz veränderst. that it may be more of Christ and less of me. Dass immer weniger von mir da ist und immer mehr von Christus. As John the Baptist said, he must increase, but we must decrease. So wie Johannes der Täufer gesagt hat, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. And I pray that this presentation from your word would not only enter our minds, but enter into our hearts. Und ich bete darum, dass dieser Vortrag aus der Bibel nicht nur in unseren Kopf geht, sondern wirklich in unser Herz. Change us, Lord, that we may be instruments of change to others. Herr, verändere uns, damit wir auch Werkzeuge der Veränderung bei anderen sein We können. thank you in Jesus' name. Und wir danken das im Namen Jesu. Amen. Amen. Our story begins in Peru. Unsere Geschichte fängt an in Peru. Has anyone been to South America? Ist irgendjemand von euch schon in Südamerika gewesen? Oh, a few people. Oh, einige. Praise God. This is not a nice touristy place. This is the middle of the desert, Peru. Und Peru, das ist nicht ein netter Ort, wo man als Tourist hinfährt, sondern es ist wirklich in der Mitte der Wüste und Wildnis. There was no running water, Dort, wo ich war, kein No fließendes electricity. Wasser, kein elektrischer Strom, no conveniences that I'm used to in the ER. keine der Bequemlichkeiten, an die ich gewöhnt bin, wenn ich normalerweise bei mir in der Notfallaufnahme bin. I had no lab tests, Keine Möglichkeit, Laboruntersuchungen zu machen, no X-ray, no CT, kein Röntgen, kein Computertomogramm, no medicines. keine Medikamente. But I had 8 physicians that came with me, Aber ich hatte 8 Ärzte, die mich begleitet haben, the 8 natural remedies. nämlich die 8 natürlichen And Heilmittel. so I talked to each patient about things like water and nutrition and exercise. Und deswegen habe ich mit jedem Patienten über Dinge gesprochen wie Wasser, Ernährung, körperliche Bewegung. But something I did with every patient is I pointed them to the great physician. Aber etwas, was ich mit jedem Patienten gemacht habe, ist auch, dass ich sie auf den großen Arzt verwiesen And I habe. was busy seeing patient after patient. Und ich war wirklich sehr beschäftigt. Ein Patient nach dem anderen kam. In fact, the dentist was very busy as well. Und der Zahnarzt war auch sehr beschäftigt. But he was already done seeing all his patients. Aber er war bereits fertig, hatte alle seine Patienten bereits betreut. And he came back to my station. He said, Tim, it's time to go. Und er kam dann rüber zu der Station, wo ich war und sagte, Tim, Zeit zum Gehen. But I remember there was a young girl. Aber ich konnte mich erinnern, da war ein junges Mädchen She never got into line, und sie hat sich nie in die Schlange but she eingeordnet. stood at the
outside of the crowd with her mother here. sondern sie stand dort außerhalb der Gruppe mit ihrer Mutter dort. And I remember throughout the day I would hear her saying things. Und ich konnte mich erinnern, dass im Laufe des Tages ich immer bestimmte Dinge gehört hatte, die sie And she gesagt said, hat. "Oh, I'm not that serious. Und sie sagte immer, ach, mir geht's doch nicht wirklich so Oh, schlecht. he's so busy. He doesn't have time for me. Er ist so beschäftigt, er hat für mich keine Zeit. Oh, it'll be all right, mother." Mama, wird schon gut gehen, ist schon in Ordnung. But I remember at the very end of the day, her mother took her daughter and marched her up to the front and said, "Please see my daughter before you go." Aber ich erinnere mich dann, dass am Ende des Tages die Mutter das Mädchen packte und einfach nach vorne schob zu mir und sagte, bitte guck dir meine Tochter an, bevor du gehst. And this is her. Und das ist sie. And she looks very healthy. Sie sieht äußerlich ganz gesund aus. And so I asked her, "What's the problem?" Und deswegen fragte ich sie, was ist denn dein Problem? And she said, "I'm not sure, but I think it's my heart." Und sie sagte, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist mein Herz. And I said, "Well, why do you think that?" Und ich fragte sie, warum denkst du das? She said, "Well, it hurts sometimes. Sie sagt, manchmal tut mein Herz weh. It beats very fast sometimes. Und manchmal schlägt das Herz sehr schnell. I feel tired all the time. Und ich bin immer nur müde. I can't breathe sometimes. Manchmal kann ich nicht richtig atmen. And in fact, I pass out every once in a while." Und tatsächlich werde ich auch ab und zu ohnmächtig. And so I thought to myself, what really could be the problem? Und deswegen überlegte ich, was könnte da tatsächlich das She Problem looks sein, was dahinter steckt. Okay. She Sie looks okay. sah eigentlich ganz gesund So I aus. put on my stethoscope Ich habe deswegen mein Stethoskop and I aufgesetzt heard the worst sound I have ever heard in my life. und hörte durch mein Stethoskop das schlimmste Geräusch, das ich jemals in meinem Leben gehört hatte. Normally, your heart goes dip, 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 dip. Normalerweise macht der Herzschlag dip, 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 dip. But hers went. Aber ihr Herz machte solche Geräusche. I know you can do it. I wanted to see if you were going to make the sound. That'd be great. You got to translate the sound effects too. Ich wollte so gern hören, wie sie diesen Ton macht, denn das muss sie auch übersetzen. So the problem is I did not have ultrasound. How do you do that anyway? Also ich hatte leider kein Ultraschallgerät. Sonography. Ja, So I Ultraschallgerät. had to rely on my physical exam to figure out where this sound was coming from in her Das heart. heißt, alles, was ich hatte, war sie körperlich zu untersuchen, um herauszufinden, woher dieses Herzgeräusch So I kam. had her stand up, Ich ließ sie also aufstehen, sit down, sich wieder hinsetzen, roll onto her side, sich auf die Seite rollen, bear down. sich hinhocken. And I finally figured out that there was a large hole in the very center of her heart. Und schließlich fand ich heraus, dass dort im Zentrum ihres Herzens ein großes Loch war. Actually, a German physician discovered this syndrome. Es war tatsächlich ein deutscher Arzt, der dieses Syndrom zum ersten Mal entdeckt hat. I assume Eisenmenger is German, Eisenmenger right? ist ein deutsches Wort. So what had happened is she had a very large hole between the two ventricles of her heart. Was also der Fall war, ist, dass zwischen den beiden Herzkammern ein großes Loch war in dem Septum. And initially, there is increased blood flow to the lungs. Und am Anfang, wenn jemand dieses Syndrom hat, gibt es einen verstärkten Blutfluss zu den Lungen. But near the end of this disease process, you get what's called right to left shunting. Aber ganz am Ende dieses Krankheitsprozesses gibt es etwas, was man einen Rechts-Links-Shunt nennt. Das heißt, okay, are you going to explain it? The blood goes from the right side of the heart directly to the left side of the heart, and it skips the lungs. Das heißt, das Blut geht von der linken Seite des Herzens direkt in den rechten Teil des Herzens, ohne dass die Lunge versorgt wird. Die Lunge wird sozusagen übersprungen, die normalerweise diese blaue Vene dort So you darstellt. no longer are picking up oxygen. Das heißt, die Lunge bekommt keinen Sauerstoff mehr. And unless you get a transplant, you will die. Und wenn man nicht hier eine Transplantation vornimmt, muss dieser Mensch sterben. And I remember explaining this to her. Und ich erinnere mich daran, dass ich ihr das erklärt habe. And she asked me, she said, "Well, can't I drink more water?" Und sie hat mich dann gefragt und gesagt, kann ich nicht einfach stattdessen mehr Wasser trinken? No, that will not help you. Nein, das wird nicht funktionieren. And she said, "Well, what do I need to do?" Und sie sagte, ja, was muss ich denn tun? I said, "You need to go to Lima, the capital of your country, Und ich sagte, du musst nach Lima gehen, in die Hauptstadt des Landes. and you need to talk to a cardiothoracic surgeon, Und du musst zu einem Herzchirurgen sprechen. and you need a new heart Und du brauchst ein neues Herz. because the heart you have is failing."
Denn das Herz, was du hast, funktioniert nicht mehr. And she Es wird said, versagen. "Can you do the surgery?" Und sie sagte mir, kannst du nicht die Operation machen? I said, "No, I cannot." Ich sagte, nein, ich kann das nicht. She's like, "I've never left my village. Und sie sagt, ich bin noch nie aus meinem Dorf herausgekommen. Will they do the surgery for free?" Machen Sie die Operation umsonst? I said, "No, it will probably be very expensive." Nein, sagte ich, ich glaube, die Operation wird sehr, sehr teuer werden. She said, "I have no money." Sie sagte, ich habe kein Geld. And I said, "Well, when I go back to the States, I'll try to do something to help you." Und ich sagte, wenn ich dann zurück in die Staaten komme, dann werde ich versuchen, dir in irgendeiner Weise zu helfen. And as I was thinking about how I could help Helen, the girl, Und während ich darüber nachdenke, wie ich Helen, diesem Mädchen, helfen konnte, God spoke to me. hat Gott direkt zu mir gesprochen. And he said, "Tim, you need a new heart." Und Gott sagte, Tim, du brauchst ein neues Herz. And I realized that in this illustration Und mir wurde bewusst, dass in dieser Illustration is the clearest steps to salvation I have ever seen. wir die deutlichsten Schritte zu einer Bekehrung, zur Erlösung sehen, die ich jemals It is so woanders gesehen habe. simple, you can explain it to anyone. Und dieser Vorgang, dieser Prozess ist so simpel, man kann ihn wirklich jedem erklären. Ezekiel 36:26 In Hesekiel 36, Vers 26 is the diagnosis of the great cardiologist. finden wir die Diagnose des größten Kardiologen. He says a new heart, well, go ahead, you can just read it. Und er sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So where does the new heart come from? Wo kommt das neue Herz her? It comes from God. Es kommt von Gott. He is the great surgeon. Er ist der große Chirurg. And this illustrates the steps of salvation. Hier werden ganz klar die Schritte der Erlösung dargelegt. Where did I find Helen? Wo habe ich Helen gefunden? Wo war sie? She was in the middle of nowhere. Sie war in der Mitte vom Nichts. What are the chances of a doctor, Gesundheit, bless you. What are the chances of a doctor finding a young girl with Eisenmengers in time to save her? Was sind die Chancen, dass dort an diesem verlassenen Ort ein Arzt dieses Mädchen findet, früh genug, um sie zu retten? Ein Mädchen, die das Eisenmenger-Syndrom hat. Well, if you understand salvation, it's very good. Wenn man versteht, wie die Erlösung vor sich geht, dann Because sind die the Chancen sehr first gut. step in the gospel is taken by God himself. Denn der erste Schritt im Evangelium wird von Gott selbst gemacht. Er ist derjenige, der aktiv Does wird. anyone know what the first chapter of the book Steps to Christ is entitled? Weiß irgendjemand von euch, wie das erste Kapitel in Schritte zu Jesus, der Weg zu Christo, wie der Titel ist vom ersten Kapitel? God's love for man. Gottes Liebe für den Menschen. The second chapter is man's need of God. Und das zweite Kapitel heißt dann der Mensch braucht Gott. A lot of people think that the first step is repentance. Die meisten Menschen denken, der erste Schritt ist Buße. But repentance is chapter 3. Aber Buße kommt erst in Kapitel 3. There are things that happen before that. Es gibt Dinge, die davor geschehen. And we need to make that clear to people. Und wir müssen das anderen Menschen verdeutlichen. God has been looking for you every moment of your life. Gott hat dich gesucht in jedem Moment deines Lebens. God sent me to Helen. Gott hat mich zu Helen hingeschickt. Just like God sent Jesus to save us. Genauso wie Gott Jesus gesandt hat, And you damit can wir read gerettet that. werden können. Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So we understand that we can share the gospel with people around us. Wir verstehen also, dass wir das Evangelium weitergeben können an Menschen, die um uns herum sind. But many times we think, well, what if this person is atheist? Aber oft denken wir, was ist, wenn dieser Mensch jetzt ein Atheist ist? Oh, you know, they're not going to have any interest in God. Die haben doch bestimmt überhaupt kein Interesse an Gott. I mean, just look at them. They've got different color hair. They've got this pierced, and you know, they're pierced everywhere. I mean, they're not interested in religion. Schaut ihn euch doch nur an, wie er aussieht. Das Haar total bunt gefärbt und hier ein Piercing und da ein Piercing. Der ist doch mit Sicherheit nicht an Gott interessiert. It doesn't matter what their background is. Aber es ist völlig egal, was ihr Hintergrund ist. I want you to know every human being is interested in God. Ich möchte, dass euch bewusst ist, jeder einzelne Mensch hat ein Interesse an Gott. Because of Jesus' sacrifice. We'll read John 12:32.
Weil das, was wir in Johannes 12 lesen, Jesus gesagt hat, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen aufgrund dieses Opfers. Now, the way that translates is that I will draw all to me, because the word men is just supplied. Okay, in German, it's not there? already there. Okay, good. Also worauf es hier ankommt, ist, dass er wirklich sagt, ich ziehe alle, jeden Einzelnen zu mir. Every man, woman, and child is being drawn to Jesus Christ right now. Das heißt, in diesem Moment wird jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind zu Christus hingezogen. Don't think that they're not going to be interested, Glaube nicht, dass Menschen kein Interesse haben. because God has been working on their heart since the day they were born. Denn Gott hat seit dem Tag ihrer Geburt an ihrem Herzen gearbeitet. In fact, He is sending you to them right now. Tatsächlich ist es so, dass Gott dich im Moment hinsendet zu ihnen. Der Heiland kennt uns persönlich und hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Er kennt uns alle mit Namen. Er kennt das Haus, in dem wir wohnen, jeden Bewohner. Von Zeit zu Zeit gab er seinen Dienern Anweisungen, in einer bestimmten Stadt, in ein bestimmtes Haus, in einer bestimmten Straße zu gehen, um eines seiner Schafe zu finden. I believe that God sent me to save Helen's life that day. Ich glaube, dass an diesem Tag Gott mich geschickt hatte, um Helens Leben zu retten. He may have sent you on the train today to save someone. Vielleicht hat er dich heute in die U-Bahn geschickt, damit du jemanden rettest. God, I know, put a song in my heart at the right moment, Ich weiß, dass Gott mir ein Lied auf die Lippen gegeben hat, genau im richtigen Moment, so that young man would start coming to our meetings tonight. sodass es sich so ergab, dass dieser junge Mann zu unseren öffentlichen Versammlungen kam. God is using countless ways to bring people to Himself. Gott benutzt unzählige Wege, um Menschen zu sich selbst zu ziehen. Will you be one of those ways? Möchtest du einer dieser Wege, dieser Werkzeuge sein? The second step we find when Helen spent most of the day on the outside. Der zweite Schritt ist diese Illustration, dass Helen den größten Teil des Tages außen vor verbrachte. We come to camp meeting. Wir kommen zu einem Camp-Meeting, We come to ASI. wir kommen zur ASI-Tagung And we listen to speakers. und wir hören die Sprecher. But then what do we do after that? Aber was machen wir danach? We can't just listen. Wir können nicht einfach nur zuhören. Because with Helen, what would happen to her if she stayed on the outside all day long? Denn wenn wir uns Helen anschauen, was wäre mit ihr passiert, wenn sie den ganzen Tag einfach nur am Rande gestanden hätte? She would die. Sie würde sterben. She had to come forward and make a decision. Sie musste nach vorne kommen und eine Entscheidung treffen. And we have to do the same. Und wir müssen das genauso auch tun. Have you ever noticed that your religious experience is very strong during camp meeting and then afterwards, Habt ihr jemals schon beobachtet, dass wenn ihr auf einem Camp-Meeting auf irgendeiner geistlichen Versammlung seid, dass eure geistliche Erfahrung sehr stark ist, da oben, und in dem Moment, wo ihr nach Hause fahrt, da geht es dann wieder runter. And that's because we listen to a lot of the speakers, but we don't do anything that they say. Und der Grund dafür ist, dass wir uns eine Menge guter Sprecher anhören, aber wir setzen das, was sie sagen, nicht in die Tat um. You have to come forward to Jesus. Wir müssen nach vorne kommen zu Jesus. You have to make a decision, a commitment. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns eine Verpflichtung eingehen. And that's the second step. Und das ist dieser zweite Schritt. We come to God. Wir kommen zu Gott. Revelation 3:20 illustrates it very well. Und in Offenbarung 3, Vers 20 wird das sehr gut dargestellt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Now, it's very important to pay attention to the specifics of this verse. Es ist sehr wichtig, sich wirklich die Details in diesem Vers anzuschauen. Who opens the door? Wer ist derjenige, der die Tür öffnet? It's not God. Es ist nicht Gott. It's you and I. Es bist du, es In ist fact, ich. you can see this verse illustrated by many artists from many different countries. Es ist interessant, dass dieser Vers von vielen Künstlern in vielen unterschiedlichen Ländern in einem Bild dargestellt wurde. But you will find that there is something missing in every painting. Und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr diese Bilder miteinander vergleicht, dass eine bestimmte Sache in jedem dieser Bilder fehlt. Anyone know what's missing in every Wisst one of ihr, these was in paintings? allen diesen Bildern fehlt? That's Türgriff. right. There is no door handle on the outside. Genau, das heißt, es ist außen kein Türgriff. So what is that portrait illustrating? Was zeigt das? That's correct. It means you can only open the door
from the inside. Genau, das bedeutet, diese Tür kann nur von innen geöffnet werden. And that is a key of the great controversy. Und das ist ein Schlüssel zum großen Kampf. You see, God cannot use force or coercion. Gott benutzt niemals Zwang, You must make the decision. sondern du musst die Entscheidung treffen. You must decide to come to God, to serve God. Du musst die Entscheidung treffen. Du willst zu Gott kommen und du möchtest ihm dienen. But He will knock. Aber er wird klopfen. Have you ever had someone knock on your door? Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand an deine Tür klopft? And when they knock on the door, Und wenn sie klopfen you go, und ihr euch erschreckt? you're very quiet. Du bist ganz still? Because what are you hoping? Denn du hoffst was? That they will go away, Dass er right? wieder weggeht, nicht They wahr? will think that no one's home Sie and werden they will denken, go keiner away. ist zu Hause und dann gehen sie wieder weg. And sometimes we do that with God. Und manchmal machen wir das auch mit Gott so. We just like, Wir and try to stay away from God and und versuchen not uns von get His Gott attention. fernzuhalten und einfach nicht drauf zu achten. But the nice thing is that God knows that you're in there. Aber das Gute ist, dass Gott weiß, dass du dort drin bist. And He's not going to force His way in. Und er wird seinen Weg nicht hineinzwingen. He's not going to come to the back door. Er wird nicht zur Hintertür He's hereinkommen. not going to climb through the window. Er wird nicht durchs Fenster kriechen, He wants you to answer the door. sondern er möchte, dass du die Tür öffnest. And He might say, Tim, you don't have to hide underneath the bed. I see that you're in there. Und er wird vielleicht sagen, Tim, du brauchst dich nicht unterm Bett zu verstecken. Ich sehe, dass du da drin bist. Ich God weiß es. knows all the games that we play to avoid making commitment. Gott kennt alle die Spielchen, die wir so spielen, um uns nicht festlegen zu müssen. I'm so glad He does not give up very easily, though. Und ich bin so froh, dass er nicht so leicht aufgibt. Matthew 9, 12 and 13 tells us why most people will not open the door. In Matthäus 9, 12 und 13 finden wir die Antwort darauf, warum die meisten Menschen die Tür nicht öffnen werden. Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. So people don't come to God because they don't feel that they are sick. Das heißt, die Menschen kommen nicht zu Gott, weil sie den Eindruck haben, sie sind doch gar nicht krank. Like, I'll give you an example. Ich möchte euch ein Beispiel geben. I work in the emergency department, and sometimes it's late at night. Ich arbeite in der Notfallaufnahme und manchmal ist es sehr spät abends oder in der Nacht. Not anymore. I don't work nights anymore, but before I did. Also im Moment mache ich keine Nachtschichten mehr, aber davor habe ich schon nachts And can you gearbeitet. imagine if I came to a patient's room? Könnt ihr euch vorstellen, ich komme in ein Patientenzimmer und klopfe Hi, I'm Dr. Riesenberger. What seems to be the problem? und sage, hallo, ich bin Dr. Riesenberger, was ist das Problem? And they said, oh, there's no problem. Und sie sagen, oh, es gibt kein Problem. I just came to say hi Ich wollte einfach nur Hallo sagen. at 2 a.m. 2 Uhr nachts. Does anyone do that? Gibt es irgendjemanden, der das so macht? Well, if there was someone, I would call psychiatry to come see them. Wenn das wirklich passieren würde, würde ich wahrscheinlich die Psychiater rufen, um diesen Because Patienten zu betreuen. people don't just come to the ER. Denn ein Mensch kommt nicht einfach so in die Notfallaufnahme. Does anyone know the most common reason that people come to my ER? Wisst ihr, was der häufigste Grund ist, warum die Menschen in meine And this is Notfallaufnahme true in kommen? all countries, all Und das trifft cultures. zu für alle Kulturen und alle Länder. What's the most common reason, do you Was ist think? der häufigste Grund? Pain. Schmerzen. The reason people come is pain. Der Grund, warum Menschen kommen, sind Schmerzen. Pain in the chest, Schmerzen im Brustkorb, in the head, Kopfschmerzen, in the belly im Bauch, of the soul. in der Seele. And so that's the reason people come, Und das ist der Grund, warum die Menschen kommen. is that they feel pain and the pain is telling them that something is wrong. Sie spüren Schmerzen und dieser Schmerz sagt ihnen, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. And that is the exact same reason spiritually. Und das ist genau der gleiche Grund im geistlichen Bereich. People will never come to God unless they feel and recognize their need. Die Menschen werden niemals zu Gott kommen, wenn sie nicht sehen und erkennen und spüren, dass dass etwas fehlt, But dass let da me- etwas nicht in Ordnung ist. But let me tell you, there is a world in pain out there. Und ich möchte euch sagen, da draußen ist eine Welt
in Schmerzen. We have more fun things to do in our society than ever before, but depression is at the highest rate that it's ever been. Wir haben in unserer Gesellschaft so viele Dinge, die Spaß machen, wie es noch nie gegeben hat. Und gleichzeitig ist der Depressionsrate so hoch wie niemals zuvor. People feel empty inside. Die Menschen fühlen sich innerlich leer. They ask, is this all there is to life? Und sie stellen sich die Frage, ist das alles, was das Leben zu bieten hat? If you have ever felt empty Wenn du dich jemals leer gefühlt hast or wanting something more, oder dich nach etwas gesehnt hast, if you ever feel like you're crying and you don't know why, wenn du jemals das Gefühl gehabt hast, du musst weinen und weißt gar nicht warum, I want you to know that that is the voice of God to your soul. dann möchte ich dir sagen, dass du wissen musst, das Telling ist die you Stimme Gottes in deiner Seele, That something's wrong. die dir sagt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. When you have chest pain, you don't ignore it, right? Wenn man Schmerzen in der Brust hat, dann ignoriert man das nicht You einfach. go to the physician because you want not only a diagnosis, but you want a cure. Dann gehst du zum Arzt, weil du willst nicht nur eine Diagnose haben, du möchtest geheilt werden. And that's how you work with other people. Und genauso gehst du mit anderen Menschen um. Is you help them to understand that their symptoms are coming from a cause. Ist, dass du nämlich zu den Menschen gehst und ihnen erklärst, dass die Symptome, die sie haben, auf eine ganz bestimmte Ursache zurückzuführen sind. Like when I talked to Helen, Zum Beispiel, als ich mit Helen gesprochen habe, I convinced her that her symptoms were from her heart. habe ich sie überzeugt, dass ihre Symptome vom Herzen kommen. And I even took off my stethoscope and I gave it to her. Und ich habe sogar mein Stethoskop abgenommen und sie selbst hören I lassen. let her listen to my heart. I let her listen to her sister's heart, and then I let her listen to her own heart. Zuerst habe ich sie mein Herz hören lassen über das Stethoskop, dann das Herz ihrer Freundin, ihrer Schwester, und dann habe ich sie ihr eigenes Herz abhören lassen, So that she could understand that her symptoms were coming from her heart. sodass sie verstehen konnte, dass die Symptome, die sie hat, auf ihr Herz zurückzuführen sind. But you know, the third step comes with her response. Aber seht ihr, der dritte Schritt hat damit zu tun, wie sie reagiert. She has a choice, Sie hat die Wahl. just like all of us have a choice. Genauso wie jeder von uns die Wahl hat. You can either believe the physician Du kannst entweder dem Arzt glauben or you can ask for a second opinion. oder du kannst einen anderen Arzt aufsuchen, um eine zweite Meinung zu hören. She could either believe my diagnosis or not. Sie konnte meiner Diagnose glauben oder eben nicht. And that's the same thing with all of us. Und genauso ist es mit jedem Einzelnen von uns. We either believe the Bible and spirit of prophecy or we don't. Entweder glauben wir der Bibel und dem Geist der Weissagung oder nicht. We either believe that we need a new heart or we believe that we're okay. Entweder glauben wir, dass wir wirklich ein neues Herz brauchen oder wir denken, bei uns ist doch alles okay. It's that simple. So einfach ist das. God in Jeremiah chapter 17, he says the whole head is sick from the toe all the way to the head. You're just full of sores. Und in Jeremia 17? 17. In Jeremia 17 sagt Gott, der ganze Leib ist krank, vom Kopf bis zur Fußsohle, alles voll Geschwüre und Wunden. You either believe that Entweder glaubst du das or you don't. oder nicht. It's that simple. So einfach ist das. Or you can maybe believe it, Oder vielleicht kannst du es auch glauben, but you can choose a different treatment plan. aber du entscheidest dich für einen anderen Behandlungsplan. Right? She could say, yeah, okay, I believe you, something's wrong with my heart, but I don't think I need surgery. I think I'm just going to put a charcoal poultice on it. Sie können zum Beispiel sagen, ja, ich glaube dir, dass deine Diagnose richtig ist, dass mit meinem Herzen irgendwas nicht in Ordnung ist, aber ich glaube, ich brauche keine Operation, ich mache einfach nur einen Kohlewickel auf meine, Holzkohlewickel auf meine the Brust. biggest challenge that I had doing my work at Stanford University. Das war die größte Herausforderung für mich, als ich an der Stanford-Universität meine Arbeit gemacht habe. And this is the reason why that the third world countries are growing so well and that we in the industrialized countries are not growing. Und das ist der Grund dafür, warum in den Dritte Weltländern die Gemeinde so wächst und wir in der zivilisierten Welt überhaupt nicht wachsen. It's because in the third world they feel their need. Weil in der dritten Welt sie wirklich spüren, dass da was fehlt, dass sie ihre Bedürfnisse spüren. When I was at Stanford University, the average level of education of my patients was grade 17. The average level of education of my patients when I worked at Stanford Hospital was grade 17. Also der durchschnittliche Bildungsgrad meiner Patienten, als ich an der Stanford-Universität
war Grad 17. What that means is there were many university students there. Das bedeutet, dass dort sehr viele Universitätsstudenten waren. But for every college student that I saw, I would see like a PhD or a JD or an MD or some D. Das heißt, für jeden College-Studenten, den ich gesehen habe, habe ich gleichzeitig jemanden gesehen, der irgendeinen Doktortitel hatte, sei es in Jura, in Medizin oder sonst wo. And let me tell you, professionals are the worst patients. Und ich kann euch nur sagen, also Professionals, you mean the high class? Yes, yes. The Und more wenn ich also educated. Akademiker und hochklassige Berufsgruppen behandle, das sind wirklich die schlimmsten Patienten, die man sich vorstellen Because I kann. would start to talk to them and they said, oh, Dr. Riesenberger, it's okay. I already know my condition because I've researched it on the internet. Und wenn ich mit diesen Leuten geredet habe und versucht habe, ihnen die Diagnose klarzumachen, dann haben sie gesagt, oh, Dr. Riesenberger, Sie brauchen gar nichts zu sagen. Ich habe bereits recherchiert im Internet und weiß genau, was mit mir los And I ist. need this, that, and the other thing. Und was ich brauche, ist das und das und das. They already were dictating their treatment plan to me. Das heißt, sie haben die Therapie mir bereits diktiert. But you know, we do the same thing to God. Aber wisst ihr, dass wir genau das Gleiche mit Gott We machen? try to obtain salvation in some other way. Wir versuchen uns Erlösung auf eine andere Art und Weise zugänglich zu machen. We try to build our own ladder to heaven. Wir versuchen, unsere eigene Leiter zum Himmel zu bauen. When God says, listen, you have nothing to give. Wo Gott doch sagt, hör zu, du hast nichts, was du geben kannst. You need to surrender everything Du musst alles übergeben, to be saved. damit du gerettet wirst. You can believe God Du kannst Gott glauben or not. oder nicht. And you can ask for a second opinion. Du kannst natürlich hingehen und eine zweite Meinung einholen, His name is the Prince of Darkness. aber derjenige, der diese Meinung gibt, ist der Prinz And der he will Finsternis. tell you one of two things. Und dieser Fürst der Finsternis wird dir, He will say, oh, Entweder sagen- you're not that bad. du bist gar nicht so schlecht. I mean, you're not a murderer, Du bist ja right? doch kein Mörder zum Beispiel. I mean, you just live and let live, right? Du lebst und lässt leben. You're not really hurting anyone Du tust doch else. niemandem wirklich weh. Or he'll say, you know what, you're so bad, God is never going to forgive you. You're never going to change. You might as well live it up. Oder er sagt, du bist so schlecht, du hast alles vermasselt, Gott wird dir niemals vergeben, dann kannst du auch gleich ein Leben leben, wie du willst. That is the Und kannst auch gleich aufgeben. that is the two lies that the devil usually tells people. Das sind gewöhnlich die zwei Lügen, die der Teufel den Menschen sagt. But God's is the truth. Aber Gott ist die Wahrheit. He says you're absolutely sinful. Er sagt, du bist einfach nur sündig. Tim, you have nothing good in you at all. Tim, du hast in dir überhaupt nichts Gutes. But you know what? There's hope for you. Aber weißt du was? Es gibt Hoffnung für I dich. can save you. Ich kann dich retten. The great physician has never lost a case. Der große Arzt hat noch nie einen Fall verloren. John 8:31 to 33 is probably the most important passage of this lecture. In Johannes 8, 31 bis 33 finden wir wahrscheinlich den wichtigsten Abschnitt in diesem Vortrag heute. Go ahead. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Okay, wenn let's ihr, stop there. So, who is Jesus talking to? Kleine Unterbrechung. Zu wem spricht Jesus hier? Is he talking to the Gentiles? Spricht er zu den Heiden? Is he talking to the Pharisees and Spricht er Sadducees? zu den Pharisäern und Sadduzäern? Who is he talking to? Sondern zu wem spricht er? Not just Jews. Hier steht nicht nur Juden, Jews who what? sondern Juden, die was? Believe in Jesus. Die an Jesus glaubt. Anyone here believe in Jesus? Raise your Irgendjemand hier, hand. der an Jesus glaubt? Amen. Meldet euch, ja, gut. So, who is Jesus talking to? Also zu wem spricht Jesus? You, Zu dir, zu And euch, me. zu mir. right? Okay, keep going. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? So Jesus says, I can make you free. Jesus sagt ihr also, ich kann euch frei machen. And what do they say? Und was sagen sie? We're already free. Wir sind schon frei. And we say the same. Und wir sagen genau dasselbe. We tell God, well, you know, I'm a fourth generation Christian. Und wir sagen Gott, ich bin Christ in 4. Generation. Or Ellen White's my great-great-grandmother. Oder Ellen White ist meine Oh, I'm a Urgroßmutter. pastor. Ich bin Prediger. Oh, I'm a deacon. Ich bin Oh, Diakon. no, Tim, you don't understand. I'm a missionary full-time. Tim, du verstehst das nicht. Ich bin ein Vollzeitmissionar. I'm guaranteed a place in the kingdom. Mir ist ein Platz im Königreich garantiert. And that is what the Jews thought. Und das ist genau das, was die Juden dachten. But Jesus makes it very clear. He cuts through all of the words.
Aber Jesus macht es hier ganz klar. Er geht über diese Worte hinaus. Und er sagt, er schiebt sie alle zur Seite, die Worte, und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Okay, so let's stop right there. Now, Jesus says, if you commit sin, Jesus sagt, wenn du sündigst, you are the servant of sin. dann bist du ein Knecht der Sünde. It's that simple. So einfach ist It's das. not complicated. Gar nicht kompliziert. Now, don't raise your hand, but anyone in here sin? Ihr braucht euch nicht melden, aber irgendjemand hier, der sündigt? I'll tell you right now, Tim Riesenberger, chief of sinners, guilty as charged. Ich sage euch hier ganz klar, Tim Riesenberger, der größte aller Sünder, schuldig, But forgiven. aber vergeben. And that is so clear. Und das ist ganz deutlich. Jesus says, if you are committing sin, Jesus you sagt- are the servant of sin. Jesus sagt, wenn du Sünde tust, dann bist du ein Knecht der Sünde. You see, the gospel is not a cloak to cover your unconfessed sins. Seht ihr, das Evangelium ist nicht ein Gewand, was eure Sünden bedecken soll, überdecken soll, verstecken Jesus soll. makes it very plain Sondern Jesus macht es ganz deutlich, that sin is the symptom. dass Sünde das Symptom ist. How did Helen know that something was wrong? Woher wusste Helen, dass irgendetwas nicht in Ordnung war? She had chest pain, Sie hatte Schmerzen in der Brust, shortness of breath. sie konnte nicht richtig She atmen, was Atemnot, passing out, fainting. sie wurde ohnmächtig, Her heart was racing. hatte Herzrasen. That's how she knew that something was wrong. Und aufgrund dieser Symptome wusste sie, dass etwas nicht in Ordnung ist. You and I know that something's wrong when we fall into sin. Du und ich wissen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, wenn wir in Sünde fallen. It is when Peter took his eyes off of Jesus that he sank. In dem Moment, als Petrus die Augen von Jesus abgewandt hat, sank er. But you know, you can turn your defeats into a victory Aber du kannst deine Niederlagen in einen Sieg verwandeln, if those sins drive you back to Jesus in repentance. wenn diese Sünden dich zurücktreiben zu Jesus und du Buße tust. This is actually good news, this verse. Tatsächlich ist dieser Vers eine gute Nachricht. He tells us that sin is the symptom of a deeper problem. Er sagt uns, dass Sünde das Problem eines tiefer liegenden Problems, das Many- Symptom eines tiefer liegenden Problems Many of ist. us, especially as Seventh-day Adventists, we are experts at changing the outside. Viele von uns, besonders die Siebten-Tags-Adventisten, sind Experten da drin, äußerlich eine Veränderung We vorzunehmen. change our diets. Wir verändern unsere Ernährung, We change our clothing, wir verändern unsere Kleidung right? We take off the jewelry. und wir nehmen den Schmuck ab. We go to worship on a certain day. Wir beten an einem ganz bestimmten Tag. All those things are fine. Alle diese Dinge sind in Ordnung. But if you don't change the heart, Aber wenn wir nicht unser Herz verändern, it's only a matter of time before you fall back into sin. dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder in Sünde fallen. It's like an apple tree. Es ist wie ein Apfelbaum. If I look at the apple tree, but I pick off all the apples, what is it? Wenn ich den Apfelbaum mir dort anschaue und alle Äpfel abpflücke, was ist das? It's still an apple tree, Ist immer noch right? ein Apfelbaum, nicht wahr? Because it's only a matter of time before the apples grow back. Denn es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis dieser Baum wieder Äpfel hervorbringen wird. How can I make the tree grow different fruit? Wie kann ich den Baum dahin bringen, dass er andere Früchte trägt? Exactly. I'd have to change the root. Ich muss die Wurzel verändern. I would have to graft in a different stock of Das tree. heißt, ich muss einen anderen Baum dort einpfropfen, eine andere Art von Ast einpfropfen. And that is the key. Und das ist der Schlüssel. When you fall into sin, Wenn du in Sünde fällst, don't focus on the sin. dann konzentriere dich nicht auf die Sünde, Go to the root. sondern geh zurück zur Wurzel. Lay the axe at the root of the tree. Lege die Axt an die Wurzel des Baumes Can you an. imagine how silly it would be Kannst if du dir I was vorstellen, wie dumm es treating wäre, Helen and I said, well, let's see, you have chest pain, so I'm going to give you some Percocet or Vicodin or some kind of narcotic for that. Here you go. Also, It's funny, isn't was wäre das, wenn ich jetzt zu Helen gehen würde und sagen, okay, du hast das Schmerzen in der Brust und ich gebe dir irgendein Schmerzmittel, was jetzt den Schmerz betäubt. But you know what? You also have shortness of breath, so I'm going to give you albuterol inhaler. Und du hast Atemnot und deswegen gebe ich dir ein bisschen Spray, sodass deine Atemnot
gelindert And wird. your heart is racing, so I'm going to give you a beta blocker too. Und du hast Herzrasen und deswegen gebe ich dir einen Beta-Blocker. What would you think of that treatment plan? Was würdet ihr denken über diesen Therapieplan? Yeah, I'd be a pretty bad doctor, Er right? wäre ein ziemlich schlechter Arzt, nicht wahr? Because all I'm doing is treating the symptoms, right? Denn alles, was ich mache, ist, dass ich einfach nur die Symptome behandle. But that's what many of us do. Aber das ist genau das, was viele von uns tun. We eat the right things. Wir essen das Richtige. We go to church on the right day. Wir gehen am richtigen Tag We zum say Happy Gottesdienst. Sabbath and we put on a big smile. Und wir sagen schönen Sabbat und lächeln. But our hearts are not changed. Aber unsere Herzen sind nicht verändert. The root is no different. Die Wurzel ist immer noch dieselbe. We have to go to the heart. Wir müssen wirklich zum Kern der Sache vorgehen, So zum let's Herzen. continue with this verse. Der Knecht. Der Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Maybe you realize, okay, Tim, you got me. I'm a servant of sin. Now what do I do? Vielleicht sagt ihr, okay, Tim, du hast mich erwischt. Ich bin ein Knecht der Sünde. Was mache ich jetzt? Well, there's good news in this verse. Es gibt gute Nachrichten in He diesem says Text. the servant does not live forever. Er sagt, der Knecht lebt nicht ewig. And he said, wait a minute, that's bad news. Und dann sage ich, Moment mal, das ist aber eine schlechte Nachricht. No, it's good news. Nein, es ist eine gute Because Nachricht. even the servant of sin may not live forever, but he lives for a little while. Aber selbst wenn es hier heißt, der Knecht lebt nicht ewig, heißt es doch, er lebt eine gewisse Zeit. Jesus Christ, by his sacrifice, Jesus hat durch sein has Opfer not only purchased salvation for those who would accept him, nicht nur die Erlösung erworben für diejenigen, die ihn but annehmen, he has also purchased a probation for even those who would eventually reject him. sondern er hat auch eine Gnadenzeit, eine Zeit der Bewährung erworben für diejenigen, die ihn letzten Endes dann doch zurückweisen The werden. people out there that you think aren't interested in God, they are Menschen- living every moment because of God right now. Die Menschen da draußen, von denen du denkst, dass sie an Gott nicht interessiert sind, sie leben jeden einzelnen Moment ihres Lebens, weil Gott ihnen den Even gibt. though they are servants of sin, Obwohl sie Knechte der Sünde sind, they are children of God. sind sie doch Kinder Gottes. And God has purchased a probation for them. Und Gott hat für sie eine Gnadenzeit, eine Zeit der Bewährung erworben, So that they can choose him. sodass sie die Wahl für ihn treffen können. Jesus has purchased a window of time for all of us Jesus hat für jeden Einzelnen von uns ein Zeitfenster erworben, where we can decide to serve him, wo wir Or die not. Entscheidung treffen können, ihm zu dienen to oder let him nicht. change our hearts, Ihm or zu not. erlauben, dass er unser Herz verändert oder nicht. Now, this picture was taken right after I gave her the diagnosis. Dieses Bild wurde gemacht, kurz nachdem ich ihr die Diagnose genannt habe. Does she look happy or sad? Sieht sie glücklich oder traurig aus? She looks happy. Sieht glücklich aus. Now, isn't that funny? Ist das nicht lustig? Why in the Seltsam? world would someone be happy when I gave them a lethal diagnosis? Wie kann ein Mädchen glücklich sein darüber, wenn ich ihr gerade eine tödliche Diagnose genannt habe? Why do you think she's happy? Was denkt ihr? Warum schaut sie so glücklich aus? Yes, because she knows what's wrong. Ja, weil sie jetzt weiß, was eigentlich das Problem And ist. she not only knows what's wrong, she knows that there is a cure. Und sie weiß nicht nur, was nicht in Ordnung ist, sondern sie weiß, es gibt eine Heilungsmöglichkeit. At last, she knows what all these symptoms are coming from. Endlich weiß sie, woher alle diese Symptome kommen. Can you imagine being able to give someone the reason that they cry all the time? Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, jemandem den Grund nennen zu können, warum sie ständig weinen müssen? You know, I felt worthless ever since I was about 11 years old. I've had people tell me that. Ich habe gehört, wie Leute zu mir gesagt, ich fühle mich einfach wertlos. Seitdem ich 11 Jahre bin, habe ich dieses Gefühl. Can you imagine being able to give them the diagnosis? Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, dass man ihnen den Grund nennt, die Diagnose nennt? You know, I've been looking for something my entire life and I can't find it. Leute sagen, ich habe mein ganzes Leben lang nach irgendetwas gesucht und ich kann es nicht finden. You've been looking for God. Wonach du gesucht hast, ist Gott. I feel like there's a hole in my heart. Ich habe das Gefühl, als wenn da ein Loch in meinem Herzen ist, da fehlt was. That void is for Jesus Christ to be there. Diese Leere dort in deinem Herzen ist der Platz, der Jesus Christus gehört. She's happy because at last she knows what's wrong. Der Grund, dass sie so glücklich ist, dass sie endlich weiß, was nicht in Ordnung ist. But she's confident that she will be healed. Aber sie ist zuversichtlich, dass sie geheilt werden wird. But here's the most important question that I get about salvation. What do I do now? Aber jetzt kommt der wichtigste Teil, der
die wichtigste Frage, die gestellt wird im Zusammenhang mit der Erlösung. Was mache ich jetzt? I don't have any direction. What am I supposed to do now? Was muss ich jetzt machen? In welche Richtung muss ich gehen? What am I going to do and what's God supposed to do? Was muss ich machen und was wird Gott tun? Right? Have you ever heard people ask Habt that? ihr jemals gehört, dass Menschen das And fragen? people talk about justification and sanctification and all this stuff, and that is not helpful for people. Und die Menschen sprechen über Rechtfertigung und Heiligung und das hilft ihnen nicht wirklich. Here's a very simple verse Hier ist to ein ganz explain it. einfacher Text, der das erklärt. Let's read it. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Verbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. So work out your own salvation Das heißt, die eigene Rettung verwirklichen, because it's God who works in you denn es ist Gott, der in dir wirkt, to will and to do. sowohl das Wollen als auch das Tun, das Vollbringen. Just while I was here, Als ich hier war, I was pleading with a friend of mine who lived in Berlin. habe ich mit einem Freund, der in Berlin wohnt, ihn ganz intensiv gebeten. And they were actually a student that had made a decision for baptism in one of my campaigns several years ago. It was one person? It was one person, yes. A man or a woman? It was a girl. Okay, I need to know in German. Yes, Also all es war right. also eine Studentin, die bei einem meiner Camp-Meetings gewesen ist und die dort eine Entscheidung getroffen hatte für Gott. And she said, Tim, I know I'm on the wrong road. Und sie sagte, Tim, ich weiß, ich bin auf dem falschen Weg. The problem is I don't want to come back. Come I back to don't work. want to come back to God. Sie war von Gott weggegangen und sie sagte, mein Problem ist, ich will gar nicht zu Gott zurückkommen. And I said, it doesn't matter. Come to God because He will give you both the desire and the power to come Und back ich to habe ihr Him. gesagt, macht nichts, komm trotzdem zu Gott, denn er wird dir sowohl die Sehnsucht nach ihm ins Herz geben, als auch die Kraft und die Fähigkeit, es zu tun. He will give you the will and the do. Er wird dir das Wollen und das Vollbringen But geben. some people still don't understand. They'll say, well, what does that look like? Aber manche verstehen den nicht und sagen, wie sieht das aus? Was muss ich da wirklich tun? It's very simple. It's like a finger. Und das ist ganz simpel. Vergleichen wir es mit einem Finger. I was in the emergency department late one night. Ich war eines Abends sehr spät in der Nacht Hi, I'm Dr. Riesenberger. in der Notfallaufnahme. Es klopft. Guten What Tag, seems ich to bin be the Dr. problem? Riesenberger. Was ist hier das Problem? Oh, no, let me not shake your hand because it's my finger. Ich möchte gar nicht die Hand schütteln. Da ist was mit meinem Finger. And I said, oh, did you fall? Und ich sagte, sind Sie gefallen? I don't know. Ich weiß es nicht. Did you smash it? Hast du es irgendwie gequetscht? I don't know. Ich weiß es nicht. Well, did something bite it? Hat irgendjemand ein Tier da gebissen? I don't know. Ich weiß es nicht. And I said, what do you know? Ja, was weißt du überhaupt? Well, I know I smoked a lot of meth last night and drank a lot of alcohol and I passed out. Ich weiß, ich habe gestern Abend eine Droge geraucht und ich habe viel Alkohol getrunken und ich bin And einfach nicht mehr, when I woke up, my finger was hurting. ich bin in Ohnmacht gefallen, ich war nicht mehr bei Bewusstsein und als ich aufwachte, habe ich gemerkt, mein Finger tut weh. I examined the finger. Und ich habe den Finger untersucht I said, I'm not really sure. I'm going to get an x-ray. und ich sagte, ich bin nicht so ganz sicher, And, some lass mich blood mal das mal test. röntgen und Blutuntersuchung And I was machen. looking for a broken bone on the x-ray. I didn't see one. Und ich hielt Ausschau, ob in dem Röntgen irgendwo ein gebrochener Knochen And there ist, wasn't konnte ich like nicht sehen. a piece of glass in there or metal or anything Und like ich that. guckte, ob da vielleicht irgendein Fremdkörper drin ist, Glas oder Metall. And the blood test showed that it wasn't a serious infection or anything like Und that. die Blutuntersuchung zeigte, dass also auch keine ernste Entzündung But I da could war. notice it was a little bit red on one side. Aber ich sah, dass alles an einer Seite so ein bisschen rötlich gerötet war. So I said, I think you have an early infection. Und ich sagte, das ist wahrscheinlich so ein Anfangsstadium einer Entzündung. So I'm going to give you a dose of antibiotics here in the ER. Und ich werde Ihnen also jetzt hier in der Notaufnahme eine Dosis And I'm Antibiotikum going to geben. write a prescription for Und 10 dann werde days. ich ein Rezept ausstellen für 10 Tage. And I want you to take every pill, even if you feel better. Und dann werde ich Ihnen, und dann sollen Sie bitte 10 Tage lang jede Tablette nehmen, die ich Ihnen hier gebe, selbst wenn Sie sich besser And fühlen. if you start to feel worse, I want you to come back right away. Wenn Sie sich aber schlechter fühlen als vorher, dann möchte ich, dass Sie sofort zurückkommen in die So Notfallaufnahme. she went home, Sie ging also nach Hause, but she came back in 10 days. aber nach 10 Tagen kam sie zurück. And I remember the person who saw her was so scared that they came out of the room to ask for help.
Und ich kann mich erinnern, dass die Person, die dort die Aufnahme machte, sich so erschrocken hat, dass sie zu mir kam und um Hilfe. And they said, "Oh, Tim, this is a case for you. This lady, her whole finger is a big sausage of pus." Und er sagte, Tim, das ist ein Fall für dich. Dieser Finger ist eine einzige geschwollene Wurst von Eiter. And she has red streaking all the way up her arm. Und der ganze Arm hat diese roten Linien, die nach oben laufen. And I said, "Oh, is her name, such and such?" Und ich sagte, heißt sie so und so? And they said, "How did you know?" Und sie sagten, woher I wissen Sie said, das? "I saw her a couple weeks ago." Und ich sagte, vor 2 Wochen habe ich sie I schon said, "I'll come in with you." getroffen. Ich komme mit. Ich komm Hi, mit. I'm Und ich sagte, Dr. Riesenberger. Hallo, ich bin How Dr. are you doing? Riesenberger. Wie geht's Ihnen? And she said, "Oh, doctor, I'm so glad you're here. Und sie sagte, oh Doktor, ich bin so froh, dass Sie The hier last doctor I saw 10 days ago, he didn't care. sind. Der letzte Arzt, den ich vor 10 Tagen gesehen habe, hat sich überhaupt nicht She um mich didn't gekümmert. recognize that it was me." Sie hat mich nicht And I wiedererkannt. said, "Oh, tell me all about it." Und ich sagte, oh, erzählen Sie mir mal davon. Well, he didn't do anything for me. Er hat überhaupt nichts für mich getan. I said, "Oh, that's a Und shame." ich sagte, was für eine Schande. I said, "Did he order an X-ray?" Hat er vielleicht ein Röntgenbild bestellt? Oh, yeah, I think he took one Ja, picture. ich glaube, er hat ein Bild gemacht. Did he maybe do some blood tests? Hat er vielleicht irgendwelche Blutuntersuchungen gemacht? I think they might have taken a drop or two of my Ja, blood. vielleicht haben sie 1 oder 2 Tropfen von meinem Blut Did he, genommen. I don't know, give you any medicines while you were Hat er here? vielleicht Ihnen irgendwelche Medikamente gegeben, als Sie hier I waren? do remember they gave me one pill. Ja, ich erinnere mich, Sie haben mir eine Tablette gegeben. How about a prescription? Hat er vielleicht irgendein Rezept ausgestellt? He did give me a piece of paper, Ja, I hat mir da so remember. ein Stück Papier gegeben, ich erinnere mich. And I said, "And did you fill the prescription?" You mean go to the pharmacy? Yes, did you fill it? Haben Sie das Rezept auch eingelöst? And she said, "I couldn't do that. It was snowing the next day." Das konnte ich nicht machen, sagte sie. Es hat am nächsten Tag geschneit. And I said, "Did this doctor tell you to stop doing anything?" Und dann fragte ich, hat dieser Arzt Ihnen gesagt, dass Sie mit And she irgendetwas said, Bestimmtem aufhören "Yes." sollen? I seem to remember he said I needed to quit smoking, quit drinking, and stop the drugs because they were suppressing my immune system. Ja, sagte ich glaube, er hat irgend sowas gesagt, ich soll aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken, aufhören Drogen zu nehmen, weil das mein Immunsystem so And I trainiert. said, "Did you quit those things?" Und ich sagte, haben Sie aufgehört mit den And Sachen? she said, "Of course I did." Sie sagte, natürlich habe ich das gemacht. When did you quit? Wann hast du aufgehört? Today. Heute. So why do you think her finger didn't get any better? Was glaubt ihr, warum ihr Finger nicht geheilt wurde? Nicht. Because she didn't do one thing that I told her to do. Weil sie nicht ein einziges der Dinge, die ich ihr gesagt hat, in die Tat umgesetzt Wait, hat. I take that back. I'm wrong. She did do one thing. Vielleicht sollte ich das zurücknehmen. Eins hat Did sie you gemacht. catch what thing she did? Was hat sie gemacht? She came back. Sie ist zurückgekommen. That's right. Genau. And that is just what happens with Jesus. Und genauso passiert es auch mit Jesus. He tells us, "Hide your word in your heart." Er sagt, verbirg dein Wort in mein Wort in deinem Herzen. But we don't read the Bible. Aber wir lesen die Bibel gar nicht. We don't know the Bible. Wir kennen die Bibel nicht. We read Max Lucado and Philip Yancey and all these people, everything but the Bible. Wir lesen Philip Yancey und alle möglichen anderen Autoren, aber wir lesen nicht die Bibel. And we can't even remember the promises in the Bible. Und wir können uns nicht mal mehr an die Verheißungen erinnern, die in der Bibel sind. And Jesus says, "Go do outreach. Go share with my children." Und Jesus sagt, geh, mach Missionsarbeit, gib das weiter, diese Botschaft an meine Kinder. But we don't even know who our neighbors are. Aber wir wissen noch nicht einmal, wer die Leute sind, die dort nebenan wohnen. It's crazy. Das ist verrückt. And we wonder why we're sick spiritually. Und dann wundern wir uns, warum wir geistlich krank sind. And it's because we don't do one thing that the great physician says. Und der Grund ist, dass wir keine der Dinge, die der große Arzt uns gesagt hat, in die Tat umsetzen. But the good news is Aber die gute Nachricht ist, that even when we mess up dass selbst wenn wir mal wieder alles vermasselt and we get haben worse spiritually, und wir geistlich nur noch bergab gehen, when we come back to God, dass wenn wir zurückkehren zu Gott, what do you think he does? was glaubt ihr, was er tut? What do you think I said to that woman? Was glaubt ihr, was ich dieser Frau gesagt habe? I finally told her that I was the first doctor that she saw. Ich habe ihr dann schließlich gesagt, dass ich dieser erste Arzt war, dem... And you should have seen mit her dem go. und ihr hättet sie sehen She was sollen. kind of scared, actually. Sie hat wirklich Panik gekriegt in dem Moment. She was afraid that I wasn't going to help her. Sie hatte Angst, dass ich ihr jetzt nicht mehr helfe. She was afraid that I'd say, "Get out of here. Und You ich didn't sagte- do one thing that I told you, get lost." Und sie hatte Angst, dass ich jetzt sagen würde, raus hier. Sie haben nicht eins der Dinge gemacht, die
ich Ihnen gesagt habe, hauen Do Sie you, einfach do nur you ab. think I said that to her? Glaubt ihr wirklich, dass ich ihr das gesagt habe? Of course not. Natürlich nicht. Do you think I helped her? Glaubt ihr, dass ich ihr geholfen habe? Of course I did. Natürlich habe ich das getan. And Jesus is the same. Und bei Jesus ist es genauso. Now the problem is I had to give her IV antibiotics and send her straight to the surgeon. Das Problem ist, ich musste in dieser Situation ihr intravenöse Antibiotika geben und sie direkt zum Chirurgen schicken. Because I thought she would lose her hand or Denn maybe part of her arm. ich hatte wirklich Angst, dass sie ihre Hand verliert oder sogar den ganzen And Unterarm. I talked to the surgeon later. Und ich habe später mit dem Chirurgen And he said, gesprochen listen, I was able to save her finger actually. und er sagte mir, ich war tatsächlich in der Lage, ihren Finger zu retten. But I had to cut her from here all the way up and drain it. Aber ich musste sie vom Finger bis hier oben zur Armbeuge aufschneiden und drainieren, eine And Drainage she legen. has a big scar Und sie hat jetzt hier eine riesen Narbe. and even some nerve damage now. Und tatsächlich sind sogar einige Nerven beschädigt. But she still has her hand. and Aber her sie arm. hat immer noch ihre Hand und ihren Arm. Most importantly, she has her life. Aber am wichtigsten, sie hat ihr Leben. But God doesn't want us to have a big scar. Aber Gott möchte nicht, dass wir eine riesen Narbe haben. He doesn't want us to have nerve damage. Er möchte nicht, dass wir Nervenschäden haben. He wants us to come to Him and follow His prescription early. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und dass wir seine Anweisung, sein Rezept gleich in die Tat umsetzen. Will we listen to His way or will we keep doing it our way? Werden wir darauf hören, was er uns sagt, oder werden wir es weiterhin auf unsere Art und Weise machen? Here's the best way I can illustrate this. This is my first patient in Cambodia that I Hier ist saw. die beste Art und Weise, wie ich das mal illustrieren kann. Das ist mein erster Patient, den ich in Kambodscha hatte. Any guesses as to what's wrong with him? Kann irgendjemand sehen, was hier mit ihm nicht stimmt? Mal raten? The hint Vorschläge? is your arm is not supposed to go Ich gebe euch einige Hinweise. Der Arm geht normalerweise nicht so. Do you think this hurts? Glaubt ihr, dass das hier wehtut? Look at the sweat just beading on his lips. Guckt mal, wie der auf der Oberlippe Schweißperlen He hat. was playing soccer and he fell onto his hand like this. Er hat Fußball gespielt und ist so auf seine Hand gefallen. And he broke both the bones in his arm. Und er hat beide Unterarmknochen gebrochen. And you know the first thing I'm going to do for him? Und wisst ihr, was das Erste ist, was ich hier für ihn machen werde? I'm going to cause more pain. Ich werde zunächst mehr Schmerzen verursachen. Isn't that crazy? Ist das nicht verrückt? You know, we come to God Wir kommen zu Gott and it hurts more. und dann haben wir mehr Oh, Schmerzen. wait a minute, I got to give up my sins? Was? Ich muss meine Sünden I jetzt got to aufgeben. change my Ich lifestyle? muss meinen Lebensstil ändern. I got to take stuff off and I got to put stuff Ich on? muss bestimmte Sachen ausziehen und andere Sachen anziehen. Wait, that hurts. Aber das tut weh. But you know, Aber wisst ihr was? he didn't even move. He didn't even move. Er hat sich nicht mal bewegt. He didn't get up and run away. Er ist nicht aufgestanden und weggerannt. Why do you think he just stood there and took the pain from me? Warum glaubt ihr, ist er einfach nur liegen geblieben und hat diese zusätzlichen Schmerzen akzeptiert? Why do you think? Was glaubt ihr? Yeah, he wants to be healed. Er möchte geheilt werden. But more than that, he trusted me. Aber noch darüber hinaus, er hat mir vertraut. Right? He was willing to endure the pain in hopes that he would be cured. Er Right? war bereit, diese Schmerzen zu ertragen, weil er die Hoffnung hatte, dass er dadurch wieder Heilung erfährt. He also had his mother standing over him and said, "Don't move a muscle." The whole time, don't move. Und natürlich stand seine Mutter auch daneben und hat die ganze Zeit gesagt, beweg dich kein bisschen, bleib And liegen. he's like, "Okay, Er sagt, ja, mach ich. I won't move." So, if you understand this concept, you will understand salvation. Wenn du dieses Konzept wirklich verstanden hast, dann hast du die Erlösung verstanden. Who's this? Wer ist das? Anyone know who this is? Kennt irgendjemand diese Person? His name is Aaron Ralston. Er heißt Aaron Ralston. Does anyone know his story? Kennt irgendjemand seine Geschichte? He was hiking in the middle of nowhere Er hat wirklich irgendwo ist er gewandert when a large boulder broke loose and came down on top of him. und ein Riesenfelsen ist losgebrochen und auf ihn gefallen. He thought he was going to be crushed Und immediately. er dachte wirklich, dass er sofort zerquetscht wird. But amazingly, he turned aside and it only hit his arm. Aber erstaunlicherweise konnte er sich zur Seite wenden und der Felsen ist nur auf seinen Arm But gefallen. it pinned his arm to the side of the mountain. Aber dieser Felsen hat
ihn festgenagelt sozusagen an dem Felsabhang. He says that it only took him a few seconds to realize that he had two choices. Und er sagt, es dauerte nur wenige Sekunden, dass er erkannte, dass er nur die Wahl zwischen zwei Dingen hatte. What were his two choices? Was waren die beiden Alternativen? Right. That's right. Remember, genau, entweder he could sterben. hope that someone would come by Er to konnte rescue also him. hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt, um ihn zu retten. But remember, he was in the middle of nowhere. Aber denk dran, er war irgendwo im Niemandsland, wo kein Mensch war. Or he could Oder er hack through konnte his arm. seinen Arm durchtrennen. And the choice was very simple, he said. Und er sagt, die Entscheidung war ganz einfach. Either lose your right arm Entweder den rechten Arm verlieren or die. oder sterben. But you see, that is the choice that faces us every day. Aber seht ihr, das ist genau die Entscheidung, die wir jeden Jesus Tag treffen says müssen. giving up your sins is like Jesus- what? Jesus sagt, deine Sünde aufzugeben ist wie was? Right? He says it's like cutting off Er sagte, es ist, als wenn du deine Hand your abhackst. hand or Oder plucking out your dir das eye Auge or ausreißt. Oder cutting den off your Fuß foot. abhacken. Right? So Jesus uses that illustration. Das heißt, Jesus benutzt genau dieses Bild. And do you know that Aaron Ralston is an atheist? Und wisst ihr, dass Aaron Ralston ein Atheist ist? But you don't need to believe in God to understand the concept of the gospel. Aber du brauchst nicht an Gott zu glauben, um zu verstehen, wie das Konzept der Erlösung eigentlich funktioniert. Even a non-believer is willing to part with their right arm if it means saving their life. Selbst ein Nichtgläubiger ist bereit, sich von seinem rechten Arm zu trennen, wenn es darum geht, dass sein Leben dadurch gerettet wird. My question is, Meine Frage ist, are you? bist du auch dazu bereit? Are you willing to give up your sins? Bist du bereit, deine Sünden aufzugeben? Not just your sins, but your own way of thinking. Nicht nur deine Sünden, sondern deine eigene Are you willing to Denkweise? stop living your life your way so Bist that du it can be bereit, God's way? aufzuhören, dein Leben auf deine Art zu leben, It damit may es Gottes mean Art werden kann? cutting off what you hold to be dearest in your life. Und das bedeutet, dass du vielleicht das abhacken musst, was für dich im Leben das ist, was dir am liebsten You may ist. say, Tim, this is my identity. How can I give this up? Und du sagst vielleicht, Tim, das ist meine Identität. Wie kann ich das aufgeben? But when it comes down to your life Aber wenn es um Leben geht, um dein or Leben, anything else in your life, you will gladly give up whatever that is. wenn es um Leben und Tod geht, bist du bereit, alles andere in deinem Leben aufzugeben, egal um was es ist. But I'm not going to lie to you. Aber ich will euch nichts vormachen. It will hurt. Das wird wehtun. And I think we need to be honest with people. Und ich denke, wir müssen ehrlich mit Menschen I had a sein. professor at Stanford that I always used to laugh when he would come in the room with me. Ich hatte einen Professor in Stanford, da musste ich immer lachen, wenn der in He den would Raum come kam. over to the patient and be very serious. Er ist mit mir in das Patientenzimmer gegangen, ist zum Patienten gegangen und war sehr ernst. And he would say, son, Er sagte, so mein Sohn, this is going to hurt you more than it's going to hurt me. das wird Ihnen mehr wehtun als mir. And he was just very honest with them. Und alles, was er machte, war, dass er einfach nur ehrlich war. Is this going to hurt? Yes, a lot. Wird das wehtun? Ja, das wird wirklich But wehtun. when I'm done, you will feel a lot better. Aber wenn ich fertig bin, dann werden Sie sich sehr viel besser fühlen. And that's the same concept here. Und genau das gleiche Konzept finden wir You hier. know, we expect that coming to God is going to just be so wonderful. Und wir erwarten es, wenn wir zu Gott kommen, dass alles nur einfach eitel Sonnenschein ist. But most of the people I know, when they come to God, that's when their trouble starts. Aber bei den meisten Menschen ist es so, was ich erlebe, dass wenn sie zu Gott kommen, dass der Moment ist, wenn die Schwierigkeiten They're like, anfangen. wait a minute, Tim, I'm being attacked from all sides now. Sie sagen, Tim, was ist los? Ich kriege Angriffe von allen Seiten. I thought Jesus would give me peace. Ich dachte, dass Jesus mir Frieden geben And würde. I said, yes, he gives you peace on the inside. Ich sagte, ja, er gibt dir Frieden, aber im Inneren. He says, in the world, you will have tribulation. Er sagt, in der Welt, da werdet ihr Probleme haben, Verfolgung, Trübsal. He says, all who live godly lives in Christ Jesus will suffer persecution. Sagt, jeder, der ein gottseliges Leben will in Jesus Christus, wird Verfolgung erleiden. But he says, be of good cheer. I have overcome the world. Aber er sagt, seid getrost, ich habe die Welt So überwunden. no matter how painful it is, Also egal, wie schmerzhaft es ist, trust God. vertrau auf Gott. No matter how difficult it is, Egal, wie schwierig es ist, don't get up and walk away. Still stay on the examining table. steh nicht auf und geh einfach weg. Bleibe dort auf der Untersuchungsliege. Even though it's going to hurt,
auch wenn es wehtut wird. Because after I put the iodine on his wrist, look what I've got in my hand. Denn nachdem ich dort das Jod auf sein Handgelenk getan habe, was habe ich da in meiner Hand? I've got a big needle. Eine riesen Nadel. And I'm going to put that right in the fracture site. Und ich werde die Spritze dort direkt in die Bruchstelle hineinjagen. Und er hat gesagt, aua. But I injected anesthetic there. Aber ich habe dort ein Anästhetikum reingetan. And in this picture right here, he actually said, wow, it doesn't hurt anymore. Und dieses Schmerzmittel, und dann hat er gesagt, Lokalanästhetikum, und dann But hat er as gesagt, soon as es tut überhaupt nicht mehr as soon weh. as he said that, I took his wrist and I went, Und sobald er das gesagt hat, habe ich sein Handgelenk genommen und then he wieder went, gerade gemacht. Und er sagte, oh. but I put it back into place. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich es wieder gerichtet habe. Now, once I put it back into place, Und nachdem ich das gerichtet hatte, do you think I just let him go at that point? glaubt ihr, dass ich ihn einfach so habe gehen lassen? What else do you think I did? Was denkt ihr, habe ich noch gemacht? Yes, I put a cast on it. Natürlich, ich habe einen Gips Because herumgetan. I don't want to just set the bone for a moment. Denn ich will ja natürlich nicht, dass der Knochen nur für einen Moment gerichtet ist, I want it to set forever. sondern ich möchte, dass er auf ewig, Jesus auf Dauer dort is not interested in gerichtet just ist. forgiving your sins for the moment. Jesus hat kein Interesse daran, dir nur für den Moment die Sünde zu vergeben, He wants to keep you from sinning. sondern er möchte dich vor Sünde für die Zukunft bewahren. He doesn't want to just straighten your crooked life. Er möchte dein verkorkstes Leben nicht nur richten, He wants to straighten it and keep it straight. sondern er möchte es ausrichten, gerade machen und es gerade halten. If I were to just pop the bone back in place and I'd say, okay, bye-bye. Wenn ich einfach nur den Knochen wieder in die richtige Stelle What do you- bringen würde und what sagen do- würde, tschüss, What do you think would happen in just a few minutes? was glaubt ihr, was innerhalb von Minuten passieren würde? He would use his arm and clunk, it would come out. Er würde seine Hand benutzen und bums ist es wieder verrückt. And that is what most of Christianity is stuck in right now. Und das ist genau das, wo der größte Teil der Christenheit heute fest. Steckt. They fall into sin. Sie fallen in Sünde. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Does he forgive you? Vergibt er dir? Yes, praise Ja, God. preis den Herrn. But then they don't stay in the presence of Jesus, they go back out. Aber sie bleiben nicht in der Gegenwart Jesu, sie gehen wieder zurück. And they fall into sin again and they come back, Jesus, Und sie forgive fallen me. wieder in Sünde und kommen zurück und sagen, Jesus, vergib They are mir. stuck in the sin, forgive, sin, forgive, sin, forgive. Sie stecken fest in diesem Kreislauf, sündigen, vergeben. Jesus will forgive you, Jesus wird dir vergeben. but he wants to not only forgive sin, Aber er möchte nicht nur Sünde vergeben, he wants to take it out of you. er möchte die Sünde aus dir herausnehmen, von That's dir weg. why after I pop the bone in, Und das ist der Grund, warum ich, nachdem ich den I Knochen put wieder a cast an die richtige on it. Stelle gerichtet habe, habe Right? ich ihm einen Gips verpasst. and what I did with that cast is I molded it and shaped it. Und was ich gemacht habe mit diesem Gips, ist, dass ich ihn geformt habe auf eine ganz bestimmte Art und Weise. I want to put it in the exact perfect position. Ich möchte, dass dieser Gips wirklich an der perfekten, genau in der richtigen Position And once sitzt. it's in that position, I give it one more pull, Und nachdem er genau in der richtigen Position ist, der Gips, dann ziehe ich ihn noch einmal and then I let the cast harden und dann lasse ich diesen Gips aushärten, so it will stay in that position. sodass er in dieser Position genau dort bleibt. You know, 3 days later, he got an x-ray and the bones were in perfect alignment. 3 Tage später hat der Junge dann ein Röntgenbild bekommen und die Knochen waren wirklich perfekt genau an der Stelle, wo sie sein You sollten. know how you can tell when someone's broken a bone? Wisst ihr, woran ihr erkennen könnt, dass jemand einen Knochen gebrochen hat? You can actually tell where they've broken the bone years later. Did you know that? Man kann tatsächlich Jahre später noch sehen, an welcher Stelle der Knochen gebrochen You war. look on the x-ray, Man schaut sich das Röntgenbild an. the area that they broke Der Bereich, wo der Bruch war, becomes the strongest area of their bone. wird die stärkste Stelle des Knochens. Jesus Christ not only is going to forgive you, Jesus Christus wird dir nicht nur vergeben, he's not only going to cleanse your life, er wird nicht nur dein Leben reinigen, but he's going to make that weak point your strongest. sondern er wird den Schwachpunkt deines Lebens Did zum you know stärksten Punkt deines Lebens That machen. we will become closer to Jesus as if we never had fallen? Say it again. We will become closer to Jesus Okay. than if we had never sinned ever. Wenn wir gesündigt haben, kommen wir Jesus näher, als wenn wir niemals in unserem Leben gesündigt hätten. And that illustration in the physical world is exactly true in the spiritual world. Und diese Illustration aus der materiellen Welt ist genauso wahr in der When geistlichen you Welt. look at that bone, the fracture site actually is thicker.
Wenn ihr euch diesen Knochen anseht, dann ist die Bruchstelle, der Bruchbereich tatsächlich dicker, It's stronger. stärker. And it will never break in that side again. Und an diesem Punkt wird es nicht nochmal einen zweiten Bruch geben. That is redemption. Das ist Erlösung. God not only wants us to be forgiven, Gott will nicht nur, dass uns vergeben but wird, sanctified, sondern er möchte, dass wir geheiligt set werden, apart to a holy purpose. dass wir beiseite gesetzt werden für einen ganz bestimmten heiligen Zweck. Not just Christians for a day, Nicht nur Christen für einen Tag, but for the rest of our lives. sondern für den Rest unseres Lebens. Let me illustrate it this way. Ich möchte das auf folgende Art illustrieren. What would happen if Gabrielle right now would pass out onto the floor and collapse? Was würde passieren, wenn Gabriele jetzt hier umkippt und ohnmächtig wird und auf den Boden Cindy, fällt? what would you do? Cindy, was würdest du tun? Yes. Okay, so you could try to revive Also her, ich give her würde a ihr glass of helfen, water or something like versuchen, sie that. What irgendwie would wieder zu someone else beleben, ein do? Glas Wasser geben. Was würdet Tell ihr me what you tun? guys would do. Sagt mir, was ihr tun würdet. Yeah, CPR or something like Ja, that. If her vielleicht, heart was stopped, äh, she wasn't responsive, you start CPR. What else? Ich untersuche vielleicht, ob ihr Herz noch schlägt, und wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann würde ich Yeah, you would call 911 reanimieren. or I Man don't know if würde you have vielleicht 911 here. 110 anrufen, 112, Ja. die Notrufnummer, So Notarzt. now let me give you another scenario. What if Ich möchte euch eine andere Szene Dr. beschreiben. Gabby Was wäre, wenn was Dr. Gabi in full arrest and you were right outside of my ER? What would you do then? Hier einen Herzstillstand hat und ihr seid direkt vor meiner Notaufnahme, wo ich arbeite? Was würdest du dann tun? What would you do? Was würdest du tun? Yeah, you would bring her to me, Ja, ihr right? würdet sie natürlich zu And mir what if bringen. I just said, oh, dear Jesus, please bless Dr. Gabby, bless all the missionaries, amen. Und was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt niederknie und sagen, ach lieber Herr Jesus, bitte segne Gabi, bitte segne alle Missionare, Amen. You're not happy with that? Okay, Das gefällt euch nicht? what if I just do CPR? Was wäre, wenn ich jetzt einfach nur eine Herzmassage mache? You're not happy with that either. You're just saying, Darüber seid ihr auch nicht so what do glücklich. you Ihr sagt, expect me to do? was erwartet ihr, dass ich tun solle? Everything, right? I'm Ich soll supposed to do alles everything. machen, alles, was in meiner Shocker, Macht steht. Adrenaline, Defibrillieren, central Adrenalin, line, intubation, right? Everything. Zentralkatheter, beatmen, was auch immer. Yeah, you expect me to do everything that is possible in the field of medicine to save her, right? Das heißt, ihr erwartet, dass du alles tust, was im medizinischen Bereich möglich ist, um sie zu retten, nicht wahr? But you know, why can't I just do CPR? Aber warum kann ich sie nicht einfach nur That's what reanimieren? you were doing. Das ist das, was du gemacht hast oder vorgeschlagen hast. And this is a very clear illustration of Und salvation. das ist ein ganz deutliches Bild für das, was die Erlösung bedeutet. No one is going to be saved unless they give 100%. Niemand wird gerettet, wenn er nicht 100% gibt. And I'm going to say that again. Ich möchte das noch einmal Every sagen. one of us must Jeder give Einzelne- 100% in order to be saved. Jeder einzelne von uns muss 100% geben, um gerettet zu But werden. your 100% is different than yours, is different than yours, is different than yours, is Aber deine different than mine. 100% sind was anderes als deine 100%, deine 100%, deine 100%. I have a true story of a man who had a heart attack in his home. He lived alone. Ich will euch eine wahre Geschichte erzählen von einem Mann, der einen Herzinfarkt hatte zu Hause, und er lebte alleine. And I met him. Und ich habe ihn getroffen And he collapsed, and he said he tried to crawl to the phone, but he couldn't make it. und er hat mir erzählt, er ist zusammengebrochen und er hat versucht, zum Telefon hinzukriechen, aber er konnte es nicht And he schaffen. said he tried to even cry out, but his lungs were filling with fluid, and he was drowning. Und er hat gesagt, er versuchte zu rufen, zu schreien, aber seine Lungen füllten sich mit Flüssigkeit und die Flüssigkeit machte alles dicht. He was collapsed on his porch. Und er war auf seiner Veranda draußen But the zusammengebrochen. neighbor's dog started barking. Aber der Hund des Nachbarn fing an zu bellen. And the dog actually tried to jump its fence, then finally it dug a hole and went underneath and came out of its fence. Und der Hund war hinterm Zaun. Er hat versucht, über den Zaun zu springen, immer wieder. Und er hat es nicht geschafft, über den Zaun zu springen. Und zum Schluss hat er ein Loch gebuddelt und ist unterm Zaun durch das Loch zu ihm And it gekommen. ran over to him, and Und he thought rannte it rüber was zu going to ihm. bite him, but it actually Und- bit his collar and started dragging him across the street. Und der Mann hatte im ersten Moment Angst, True dass der story. Hund ihn beißen wollte. Das ist eine wahre Geschichte. Und der Hund hat ihn aber nicht gebissen, sondern er hat ihn gepackt am Kragen und hat ihn gezogen über die ganze Straße And the rüber zu dem dog anderen Haus. drug him all the way and started
started barking and barking until the people nearby called 911. He went to the hospital, he got a stent in his heart and he was completely saved. Und der Hund, der hat ihn gezogen bis auf die Straße und dann hat er gebellt und gebellt, bis endlich Leute kamen und gesehen haben, was dort los ist, haben den Notfallwagen angerufen, er kam ins Krankenhaus, man hat ihm ein Stent eingesetzt und er ist tatsächlich gerettet worden. And I remember seeing him with that dog. Und ich erinnere mich, dass ich ihn mit diesem Hund zusammen And he gesehen said, habe. Dr. Riesenberger, you don't understand. I love this dog. Und er sagte, Dr. Riesenberger, das können Sie gar nicht verstehen. Ich liebe diesen Hund. Let me tell you, there's a dog that gets a lot of treats. Und ich sag euch, dieser Hund, der kriegt wirklich viele Leckerlis. He kisses that dog on the mouth. Er küsst diesen Hund He auf den doesn't Mund, care. auf das Maul und das macht ihm gar nichts aus. That little dog saved his life. Dieser Hund hat sein Leben gerettet. Now, that's the 100%. Das ist 100%. The dog could only bark Der Hund konnte nichts anderes machen and als maybe bellen. drag him across the street. Und ihn vielleicht über die Straße zerren. But you see, I've been given more education. Aber seht ihr, ich habe eine ganze Menge mehr Bildung. If you knew that I intentionally withheld something, you would call me a murderer. Wenn ihr wüsstet, dass ich bewusst jemandem etwas vorenthalte, Hilfe vorenthalte, dann würdet ihr mich einen Mörder nennen. Because I've been given the maximum level of training for resuscitation of any other doctor. Denn ich habe das Maximum an Ausbildung bekommen für Nothilfe als im Vergleich zu anderen Ärzten. But that is the same spiritually. Aber geistlich übertragen ist das genau das Gleiche. I know some of you who have had miracles worked in your life. Ich weiß, dass bei einigen von euch wirklich Wunder im Leben geschehen I know sind. some of you that God has actually appeared to you and spoken to you. Und ich weiß, dass bei einigen von euch tatsächlich Gott erschienen ist und zu euch gesprochen hat. He expects more from you. Und er erwartet mehr von dir. Because you've been given more. Denn dir ist mehr gegeben worden. You're going to have to give 100%. Du musst 100% geben. But I want you to know that your 100% Aber ich möchte, dass du weißt, dass deine 100% plus Jesus 100% is plus enough. die 100% von Jesus ausreichen. It's always enough. Es ist immer genug. For the 5-year-old or Für the einen- 95-year-old, Ob es ein 5-Jähriger ist oder ein they 95-Jähriger. can all be saved through the 100% of Jesus. Sie können alle gerettet werden durch die 100% von Jesus. But he requires your 100%. Aber was er will, sind auch deine 100%. I think that this verse illustrates it very well. Und ich glaube, dass dieser Vers das sehr gut zeigt. Who is speaking here? Wer spricht hier? Who said this? Wer hat diese Worte gesagt? Hebt den Stein weg. Jesus, right? Jesus. But who was he talking to? Aber zu wem spricht er? Where was he? Wo war er? That's right. He was at Lazarus' tomb. Ja, er war an dem Grab von Lazarus. There's a big stone in the way. Und ein großer Stein war im Weg. Who was he talking to? Und zu wem spricht er hier? Well, that's right, the people. Martha, Ja, Mary, zu the people. den Menschen. Martha, Maria. But I want you to understand Aber ich möchte, dass that ihr hier this is a versteht, critical point of the gospel. dass dies ein ganz kritischer Punkt im Evangelium Let's ist. read from Desire of Ages. Und wir lesen hier aus dem Leben Jesu. Christus hätte dem Stein gebieten können, dass er sich erhebe, und dieser würde dem Machtwort des Herrn gehorcht haben. Er hätte dies auch den Engeln, die ihn umgaben, befehlen können. Auf sein Gebot hin würden unsichtbare Hände den Stein weggewälzt haben. So he could have commanded the stone. Das heißt, er hätte dem Stein befehlen Do you können. realize that? Jesus Christ is creator. Ist euch bewusst, Jesus ist der Schöpfer. Jesus Christ is not just the Son of God, he's God. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist Gott. And all of creation obeys his voice. Und die gesamte Schöpfung gehorcht seiner He could Stimme. have said, stone, move. Er hätte sagen können, Stein, And it bewege would have dich. said, yes, sir. Und der Stein hätte gesagt, jawohl, Sir. Do you know why he had to say, Lazarus, come forth? Say it again. Do you know why he had to say, Lazarus, come forth? Warum musste er sagen, Lazarus, komm heraus? Because if he just says, come forth, then all the dead come forth. Wenn er einfach nur gesagt hätte, komm heraus, dann wären alle Toten gekommen. Because when God says something, Denn wenn Gott etwas sagt, it happens. dann geschieht es. As if it is reality. Als wenn es Realität ist. Jesus could have commanded the angels that were nearby. Jesus hätte den Engeln, die dort in seiner Nähe waren, den Befehl geben They können. would have thrown the stone out of the way like it was a pebble. Sie hätten den Stein aus dem Weg geworfen, als wenn das ein Kieselstein But he ist. gives us a very important point for salvation. Aber er gibt uns hier einen ganz wichtigen Punkt, wenn es um Erlösung read. geht. Doch sollten Menschenhände dieser Aufforderung nachkommen.
Dadurch wollte Christus zeigen, dass die Menschen mit Gott zusammenwirken sollen. Was menschliche Kraft ausführen kann, dazu wird keine göttliche berufen. Gott will auf die Mitarbeit der Menschen nicht verzichten. Er stärkt sie und arbeitet mit ihnen zusammen, wenn er sich der seinem Dienst gewidmeten Kräfte und Fähigkeiten bedient. So, God is going to do for you what you cannot do for yourself. Das heißt, Gott wird das für dich tun, was du nicht selbst tun kannst. But he leaves for you to do what you can. Aber er überlässt dir die Dinge, die du tun kannst, dass du sie tust. Let me make it crystal clear. Und ich möchte das ganz klar Let's machen. go back to the finger. Lass uns einmal die Geschichte vom Finger noch einmal betrachten. I have just seen her the first time. Ich habe sie zum allerersten Mal gesehen. She gets back to her house, Sie geht zurück zu ihrem Haus, but there's a knock on her door. aber dort klopft es an der Tür. 6 hours later. 6 Stunden später. Who is it? Wer ist da? It's Dr. Riesenberger. Dr. Riesenberger. What do you want? Was willst du? Was wollen Sie? I'm here for your next dose of antibiotics. Ich möchte Ihnen Ihre nächste Dosis Antibiotika geben. Mund auf. Does the doctor ever do that? Macht ein Arzt das? Well, why doesn't the doctor do that? Warum macht der Arzt das nicht? Because you can do it. Weil der Patient das natürlich alleine tun kann. However, Allerdings did she order the x-ray for herself? hat sie das Röntgenbild selbst bestellt. Who did that? Wer hat das gemacht? Me. Das habe ich gemacht. Did she write her own prescription? Hat sie ihr eigenes Rezept ausgestellt? Why? Warum nicht? Because she doesn't have a license. Sie hat nicht die Lizenz dazu. She doesn't have the training to make the diagnosis. Sie hat gar nicht die Ausbildung, um die Diagnose zu stellen. Who did all that for her? Wer hat alles das für sie getan? I did. Ich habe das getan. That's the same thing with the gospel. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Can you forgive your own sins? Kannst du dir deine eigenen Sünden vergeben? No. Nein. Can you change your own heart? Kannst du dein eigenes Herz No. verändern? Nein. Can you change your thoughts? Kannst du deine Gedanken verändern? No. Nein. But can you decide what to read so that you have good thoughts? Aber kannst du die Yes. Entscheidung treffen, was du liest, damit du gute Gedanken hast? Can you Ja. watch good things and listen to good things to plant good things in your mind? Yes. Kannst du dir gute Dinge anschauen und gute Dinge hören, sodass gute Samenkörner in deine Gedanken gepflanzt werden? Ja. Can you surround yourself with good influences Kannst du dich umgeben mit guten Einflüssen, so that it will be easier to choose the right? sodass es für dich leichter ist, dich für das Gute zu entscheiden? Yes. Ja. Right? Does that make sense? Macht das Sinn? So God does for you what you cannot do for Das yourself. heißt, Gott tut die Dinge für dich, die du nicht selbst tun kannst. But he leaves for you to do what you can. Aber er überlässt dir die Dinge, die du tun kannst, You know, dass du sie selbst I had a tust. friend of mine who said, Ich hatte einen Tim, Freund, it's no use reading the Bible. der zu mir sagte, Tim, nützt überhaupt nichts, die Bibel zu lesen. In fact, I read a chapter in the Bible, Tatsächlich, ich lese ein ganzes Kapitel in der Bibel and when I come to the end, und wenn ich ans Ende komme, I was like, what did I just read? dann ist es so, als wenn ich gesagt habe, was habe ich eigentlich überhaupt gelesen? I can't even remember the last paragraph that I Ich read. kann mich nicht mal an den letzten Absatz erinnern. My mind is like a colander. It's like when you Mein make Kopf ist wie ein Sieb. when you make a spaghetti and you Ja, drain the ja, noodles, ja, ja. you wash it through there, it just goes straight through. There's Ja, das holes. ist wie so ein Sieb. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nudeln gekocht habe und ich drainiere, ich lasse Wasser rüberlaufen, es geht Yeah, my durch, das sind brain alles Löcher. is full of holes. Und It's just the water is just going right through. mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, alles nur Löcher und alles, was ich lese, rauscht da einfach It's nur not durch. holding anything. Nichts wird gehalten. And I said, keep reading the Bible Und ich habe gesagt, lies weiter die Bibel. because that water is washing the colander. Denn was da passiert, ist, dass das Wasser It's cleaning it, das Sieb wäscht, es reinigt es. and you will eventually retain. Und irgendwann wirst du tatsächlich etwas behalten. So I left Helen's village, Ich habe also das Dorf von Helen verlassen and she and her sister came all the way out to say goodbye. und sie und ihre Schwester kamen ganz weit raus, um auf Wiedersehen zu sagen. They came all the way to the entrance of the bus. Sie kamen bis hin vorne an die Tür zum Bus. And then I put my head out the window, and she jumped up and gave me a big hug and said, Tim, I'll never forget you. Und ich hab dann aus dem Fenster mich gelehnt und sie ist hochgesprungen und hat mich umarmt und hat gesagt, Tim, ich werde dich nie vergessen. So everyone wants to know what happened to Helen. Und jeder möchte natürlich wissen, was ist mit Helen dann passiert. Well, I came back to my hospital, Ich kam zurück in mein Krankenhaus and they said, oh, Riesenberger, where'd you go this time?
Und sie sagten, Riesenberger, wo bist du diesmal hingefahren? Oh, I went to Peru. Ich bin nach Peru Did gefahren. you see anything interesting? Hast du da was Interessantes I erlebt? said, yeah, I saw Riesenbergers with a VSD. Und ich habe gesagt, ja, ich habe Eisenmenger-Syndrom gesehen mit dem oberen Vena-Cava-Syndrom. Well, maybe she died, right? Ja, vielleicht ist sie gestorben, oder? No, she's still alive. Nein, sie lebt immer noch. And the next day, Und am nächsten Tag it wasn't a doctor, it wasn't a nurse, it was one of my nurse assistants. war es nicht ein Arzt oder eine Krankenschwester, sondern eine meiner Krankenpflegehelferinnen. And she makes less than 10 euros an hour. Und sie verdient so wenig, weniger als 10 Euro pro Stunde. And she brought an envelope with $1,000 cash and said, this is for Helen. Und sie brachte mir einen Umschlag mit $1.000 Bargeld drin und sie She sagte, was das ist für not Helen. an Adventist. She was not even a Christian. Sie war keine Adventistin, sie war nicht einmal Christin. But God was using her Aber Gott hat sie gebraucht. in a miraculous way. Auf ganz wunderbare Art und And I Weise. took that money and I immediately wired it to my friends over in Peru. Und ich habe dieses Geld genommen und es gleich hingeschickt an meine Freunde in Peru. And they brought Helen to the capital. Und sie haben Helen in die Hauptstadt gebracht. She was seen by doctors. She was treated. She Und- was cured. Sie wurde dort Ärzten vorgestellt, sie wurde behandelt und sie wurde geheilt. And there was enough money left over to send her to the Adventist school there in Peru. Und es war genug Geld noch übrig, dass sie dort die adventistische Schule in Peru You know, besuchen she konnte. wasn't a Christian or an Adventist when I met her, Helen war kein Christin, keine Adventistin, als ich sie getroffen habe. but she became a believer in just a few weeks Aber innerhalb von nur wenigen Wochen wurde sie gläubig. because she had the gospel written on her heart. Denn sie hatte das Evangelium auf ihr Herz geschrieben. And if you forget all of the steps that I've shared of salvation, Und wenn du alle diese Schritte, die ich dir jetzt mitgeteilt habe, vergisst, I want you to remember Genesis 22:8. dann möchte ich, dass du dich erinnerst an 1. Mose 22, Vers 8. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Now, the English version reads a little bit different. In der englischen Version heißt es, es ist ein bisschen anders. The setting is that Abraham and Isaac are going up Mount Moriah. Die Situation ist folgende, Abraham und Isaac gehen hoch auf den Berg Moria. And Isaac says, here is the wood, here is the fire, and where is the lamb for the sacrifice? Und Isaac sagt dann, hier ist das Feuer, hier ist das Holz, aber wo ist das Lamm fürs Opfer? And Abraham says, my son, God will provide himself a lamb for the sacrifice. Und Abraham antwortet ihm dann, mein Sohn, Gott wird sich selbst als Opfer dargeben. I'm going to make an appeal right now. Und ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Have any of you known somebody who has had heart failure? Hat irgendjemand von euch jemanden gekannt oder kennt jemanden, der Herzversagen hatte? But it was so severe Aber that das war, they had to go on the transplant list. so ernst, dass sie auf die Transplantationsliste kommen Have mussten. you ever known somebody on a transplant Kennt ihr list for any organ? irgendjemanden, der auf dieser Transplantationsliste war, auf dieser Warteliste für die Transplantation? Now, when you go on the transplant list, Wenn man auf diese Warteliste für die Transplantation you are kommt, hoping and praying that an organ will become available before you die. dann hoffst und betest du, dass ein Organ zur Verfügung stellt, bevor du stirbst. But do you understand that when you're on the heart transplant list, Aber ist euch klar, dass wenn ihr auf der Herztransplantationsliste seid, in order for you to live, damit du leben kannst, it means someone else das bedeutet, dass jemand anders must die. sterben muss? The donor is Der Jesus Christ. Spender ist Jesus Christus. He is the organ donor. Er ist der Organspender. People don't understand why Jesus had to die. Die Menschen verstehen nicht, warum musste Jesus sterben. But as a physician, I understand perfectly why he had to die. Aber ich als Arzt verstehe vollkommen, warum er sterben musste. Because our hearts are so sick. Denn unsere Herzen sind so krank. We are so messed up Wir sind so fertig, that there's no curing us. dass es kein Heilmittel für uns gibt. We need a transplant. Wir brauchen eine Transplantation. We need a new heart. Wir brauchen ein neues Herz. And the only one who is healthy enough and holy enough to give us that new nature is Jesus Christ Und der himself. Einzige, der heilig genug ist und der gesund genug ist, um uns diese neue Natur zu geben, ist Jesus Christus. In order for me to live, Damit ich leben kann, Jesus had to die. musste Jesus sterben. He had to surrender his heart to replace my old heart. Er musste sein Herz spenden, damit mein altes Herz ersetzt werden konnte. And I want you to understand that salvation is free Und ich möchte, dass du verstehst, die Erlösung ist umsonst for you and I. für dich und mich.
but it is very, very expensive for Jesus. Aber sie war sehr, sehr teuer für Jesus. Because it costs him his life. Denn es hat ihn sein Leben gekostet. It costs him permanent damage. Es hat ihn einen permanenten Schaden He gekostet. wears the scars forever. Er trägt auf ewig die Narben. He has given up aspects of his own nature for all eternity. Er hat für die ganze Ewigkeit bestimmte Aspekte seiner Natur aufgegeben, In order to become the great organ donor. damit er der große Organspender werden konnte. Let's kneel for prayer. Wir wollen niederknien zum Gebet. Loving Father in heaven, Unser liebevoller Vater im Himmel, thank you so much for teaching me the gospel through Helen. ich danke dir so sehr, dass du durch Helen mir das Evangelium gezeigt hast. For showing me that you make the first move in salvation. Dass du mir gezeigt hast, dass du derjenige bist, der in der Erlösung den ersten Schritt tut. You search for us. Du suchst nach uns. But Lord, it has to be more than that. Aber Herr, es muss mehr sein als das. We must come to you. Wir müssen zu dir kommen. And Lord, we come to you right now. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir in diesem Moment. But we don't just come to you, we believe your diagnosis. Aber wir kommen nicht nur zu dir, wir glauben deiner Diagnose. That we are sick, Lord. We need help. Dass wir krank sind, Herr, wir brauchen Hilfe. We cannot save ourselves. Wir können uns selbst nicht retten. And we ask, Lord, that you would not only convict us of sin, Und Herr, wir bitten dich, dass du uns nicht nur der Sünde überführst, not only cleanse our sins, nicht nur unsere Sünden reinigst, but give us grace and strength to sin no more. sondern dass du uns Gnade und Kraft gibst, damit wir nicht mehr weiter sündigen. As you told Mary Magdalene, go and sin no more. So wie du Maria Magdalena gesagt hast, geh und sündige nicht mehr. Give us grace to overcome day by day Gib uns Gnade, dass wir Tag für Tag zu Überwindern werden. and believe that you will do for us what we cannot do for ourselves. Und glauben, dass du die Dinge, die wir selbst für uns nicht tun können, dass du die But you tust. will give us both the will and the desire to do what we can. Aber dass du uns das Wollen und das Vollbringen gibst für die Dinge, die wir tun können. Lord, I thank you for Helen's story, Herr, ich danke dir für die Geschichte von Helen. not only for her changed life, but for mine. Nicht nur für ihr verändertes Leben, sondern dass es auch mein Leben verändert May hat. we never forget where our new heart came from. Mögen wir niemals vergessen, woher unser neues Herz kommt. It was sacrificed by the very Son of God, Es wurde geopfert vom wahren Sohn Gottes, that we might have eternal life. damit wir ewiges Leben haben In können. Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.